Willkommen bei Auf Hoch 2 Dialog. Wir sind wieder zu Gast beim Super 8 Techniker und Spezialisten Mario Gärtner und heute ist das Thema, wie pflege ich meinen Projektor? Mario, jetzt habe ich die Situation, ich habe vor, einen Super 8 Abend zu gestalten, Gäste sind eingeladen. Wie bereite ich denn meinen Projektor darauf vor? Ich würde jetzt einfach mal eine Funktionsprüfung machen vom Gerät, ganz klar. Mal reinstecken, mal alle Funktionen durchprüfen. Geht Vorlauf, Film rein, raus, Lampe, ist alles noch in Ordnung. Das wäre eigentlich erstmal das Grundsätzliche, was man prüfen sollte, damit alles funktioniert. Und was natürlich ganz wichtig ist, die Reinigung des Gerätes muss man immer sehr beachten, damit man die Filme auch möglichst schonend behandelt. Weil nichts ist schlimmer für einen Film wie Schmutz. Und vor allen Dingen Schmutz im Gerät. Wenn man jetzt Filme reinmacht in ein schlecht gewartetes Gerät, es ist nicht geputzt, dann überträgt sich das auf den Film und dann kriegt man nachher Staub, Kratzer eventuell und das möchte man ja eigentlich nicht. Mit was mache ich denn so ein Gerät sauber? Also es empfiehlt sich eigentlich Isopropanol, reinst 99%. Damit hinterlässt man keine Spuren, das ist ein ideales Reinigungsmittel, kriegt man überall, Apotheke, Internet kann man das bestellen für ein ganz kleines Geld. Dann würde ich empfehlen, das hat sich bei mir eigentlich als Vorteil herausgestellt, solche, ich sag mal Ohrenreiniger, Q-Tips oder Q-Tips, genau, die allerdings nicht nur spitz sind, sondern die auch eine flache Seite haben, weil diese flache Seite ist eigentlich ideal, um den Filmkanal sauber zu machen, da komme ich auch da sehr gut rein. Was man natürlich auch noch braucht, bevor man jetzt generell mit flüssigen Mitteln arbeitet, sollte man einfach mit einem Pinsel das Gerät mal leicht auspinseln. Das heißt, den groben Staub wegmachen, damit der nicht verschmiert wird nachher mit dem flüssigen Reinigungsmittel. Wie ist es mit Druckluft? Es gibt ja auch so Druckluftdosen. Bringt das was? Also mit Druckluft würde ich jetzt nicht empfehlen, weil da tut man eigentlich nur den Schmutz verteilen. Der fliegt dann in alle möglichen Richtungen und da fliegt er möglicherweise ins Getriebe in Teilen, wo ich eigentlich den Schmutz nicht haben möchte. Okay. So, also wenn wir jetzt quasi die Situation haben, wir möchten den sauber machen, wie geht man da vor? Den muss man ja erstmal wahrscheinlich aufmachen. Ne? Ja, jeder Projektor hat seine Eigenheiten. In dem Fall zeige ich es einfach mal an einem kleinen Elmo-Projektor. Also da kann man jetzt hier die Klappe aufmachen, bei anderen Geräten muss man sie abnehmen. Dann kommt man ans Innere ran. In diesem Fall kann man jetzt hier den ganzen Objektivträger schön wegschwenken, sodass man schön Zugriff hat auf den ganzen Filmkanal und da, wo der Film läuft. Und dann kann man einfach mal mit dem Pinsel ein bisschen auspinseln, den ganzen Schmutz, wenn was drauf ist, vor allen Dingen Tonstaub und solche Dinge. Hier alles mal sauber machen. Objektivträger wieder reinschwenken. Im Tonkopfbereich gleich auch noch ein bisschen sauber machen hier. Und hier die ganze Filmführung, alles ein bisschen durchreinigen, bis der Film hier wieder vorne rauskommt. Da vorne, wo er reinläuft, kann man auch noch mal ein bisschen machen. Hier lässt sich das sogar anheben. Da kann man hier sogar ein bisschen drunter. Kann man da den Staub rausmachen. Jetzt wird er erstmal grob gereinigt. Was jetzt sehr wichtig ist, dass alle Metallführungen, dass man die sauber macht. Da nimmt man halt einfach einen Tropfen. Zeige ich das, dass man es auch richtig sieht. So, das ist besser so. So, und dann kann man hier ganz vorsichtig schön den Kanal sauber machen. Vor allen Dingen die Filmbühne da, wo das Filmfenster ist, da ist meistens Dreck und Staub drin. So, das macht man dann auch hier. Also man braucht hier keine große Kraft aufwenden, ganz vorsichtig, normal hier reinigen. Dann wird der Bereich schon mal gereinigt. Wenn es notwendig werden sollte, kann man natürlich auch im Tonkopfbereich den Tonkopf noch ein bisschen durchreinigen hier. Kann man ein bisschen sauber machen. Ich mache das halt immer so, dass ich die Filmführung dann auch so ein bisschen durchgehe. Also auf die Kunststoffteile gehst du auch mit dem Ja, natürlich, das ist nicht schädlich. Ne? Okay. Dann einfach so, man kann hier schön durchfahren, bis man wieder außen ist. Und dann kann man hier vorne noch mal so ein bisschen, dass da bleibt ab und zu auch mal was hängen. Kann man da noch sauber machen. Und wie man sieht, oh, wir haben hier schon ein bisschen Dreck drin. Siehst du? Ja. Das wäre natürlich jetzt auf dem Film. Okay, wie ist das eigentlich bei so einer Halogenlampe?
Wie lange hält die? Bleibt die in der Helligkeit so, wie sie am Anfang ist, oder wie läuft das? Also jedes Leuchtmittel hat natürlich eine Altersgrenze und die wird natürlich dann, je weiter oder je älter so ein Leuchtmittel wird, desto schwächer wird die natürlich irgendwann. Man merkt es vielleicht nicht so direkt, aber es wird schon schwächer. Also das heißt, wenn man immer eine perfekte Projektion haben möchte, sollte man immer ein Ersatzleuchtmittel parat haben. Empfehle ich grundsätzlich sowieso, wenn man irgendwo hingeht, man ist nicht zu Hause, Leuchtmittel gehört immer in den Ersatzkoffer. Wenn jetzt so eine Halogenlampe durchbrennt, dann muss ich die ja austauschen. Wie mache ich denn sowas? Ist das schwierig? Nee, das ist eigentlich relativ einfach. Also die Lampen sind ja im Prinzip relativ einfach eingebaut. Hier kann man in der Regel eine Abdeckung wegmontieren. Dann hat man direkt die Lampe vor sich. In dem Fall muss man ja jetzt nicht einmal irgendwelche Kontakte abziehen, sondern man kann hier einfach so einen, sage ich mal, Hebel in Bewegung setzen. Man tut die Lampe einfach ein bisschen festhalten und dann zieht man das nach oben und schon hat man die Lampe in der Hand. Und macht so quasi umgekehrt die neue. Genau, umgekehrt geht es genauso. Man kann die Lampe dann wieder ganz normal reinstecken hier. Macht den Hebel wieder runter und schon ist sie drin. Das ist einfach. Und danach letztendlich alles wieder drauf. Und das ist aber, denke ich, von Projektor zu Projektor letzten Endes unterschiedlich, aber wahrscheinlich bei allen relativ einfach von der Handhabung her, weil das eine Standardaktion ist. Ne? Das ist eigentlich fast immer sehr einfach bei jedem Projektor, weil das ist ein Verschleißteil, das wissen die Hersteller natürlich und dementsprechend haben sie den Zugang auch relativ einfach gemacht. Und wenn jetzt der Ton dumpf ist, ja, also das passiert ja manchmal, ne? Also man guckt die ganze Zeit so und irgendwann merkt man so, boah, der klang aber mal besser. Was könnte das sein? Das ist Abrieb vom Film selber, von der Tonspur. Es gibt unterschiedliche Tonspuren mit unterschiedlichem Abrieb und leider halt setzt sich das dann im Gerät ab und dann sollte man auf jeden Fall den Tonkopf und auch andere Teile nochmal nachreinigen. Das ist ganz wichtig, weil alles, was drin ist im Gerät, bleibt ja erstmal drin. Man hat ja hier auch eine Lüftung. Die Lüftung könnte dazu führen, dass das dann im Gerät verteilt wird. Das möchte man ja natürlich nicht. Und das wird man dann auch mit dem Alkohol machen. Und ne? So wie du es gerade gezeigt hast. Genau, also der Isopropanol ist da sehr wirkungsvoll. Da muss man bloß ein bisschen drüber gehen und schon ist der Tonkopf wieder frei. Beim Thema Ton passiert es ja manchmal auch, dass man einen Film schaut und am Lautstärkeregler dreht und dann knackst es dann dabei. Woran liegt es dann? Ja, das sind in der Regel Alterserscheinungen von den Potentiometern. Potentiometer hat ja in der Regel eine Kohleschicht, wo ein Stift drauf läuft und praktisch den Bereich abtastet. Und diese Schicht oxidiert im Laufe der Jahre, vor allen Dingen, wenn man es nicht bewegt, wenn die Geräte lange Zeit stehen. Und das führt natürlich dann zu Übergangswiderständen, das ist dieses Knacksen. Sauber machen mit chemischen Mitteln, da würde ich jetzt abraten persönlich. Da braucht man schon was ganz Spezielles, wenn man was bewirken will. In der Regel kann man aber selber relativ einfach das beheben. Und indem man einfach hergeht, den Lautstärkeregler, ich mache es mal kurz zu, dass man hier den Lautstärkeregler einfach mal richtig 20, 30 Mal von Anfang bis Ende hin und her dreht, sodass diese Schicht, diese Übergangsschicht, die sich da bildet, dass die wieder praktisch entfernt wird. Und dann sollte man es nicht glauben, dann läuft das Putty wieder. Muss man eigentlich nicht viel machen. Wenn man das hin und wieder mal macht, das ist vollkommen ausreichend. Alles andere würde ich nicht empfehlen, was andere Leute immer sagen. Mit viel Chemie kann man da viel bewirken. Das ist nur kurzfristig, es wird nur schlimmer. Und dann hat man auch manchmal auch in dem Bereich Ton so manchmal die Situation, man stöpselt den an oder schaltet ihn an, den Projektor, und dann kommt ein wahnsinnig lautes Brummen aus dem Lautsprecher. Ja, Brummen ist ja eigentlich immer ein Zeichen von der Netzspannung, die eigentlich gefiltert werden muss im Verstärkerteil über Kondensatoren. Und da sind wir ja bei dem Thema, alte Kondensatoren haben eben nicht mehr diese Wirkung. Das heißt, die sieben das nicht richtig, die Wechselspannung. Dann haben wir keine richtige ordentliche Gleichspannung mehr. Dann dringt es praktisch durch, dieses Brummgeräusch vom Netz. Und dann müsste man halt auf jeden Fall die Kondensatoren mal tauschen. Das ist ein eindeutiges Zeichen, wenn es zu stark brummt, gerade wenn man die Lautstärke nur ganz gering aufgedreht hat, dann sollte man zumindest die Netz-Elkos alle tauschen. Noch eine Frage, wenn ich so einen Projektor an eine Stereoanlage anschließen möchte, geht es überhaupt? Es gibt Möglichkeiten, es gibt etliche Modelle, die haben einen geeigneten Ausgang dafür. Das Modell hat zum Beispiel hier einen AUX-Ausgang, da kann man hinten über eine Klinkenstecker direkt eine Verbindung zur Stereoanlage machen.
Wenn Geräte das nicht haben, dann kann man auch hergehen. Man kann den Lautsprecherausgang verwenden über so einen kleinen Adapter mit einem kleinen Übertrager drin, sodass dann praktisch das elektrische Signal entkoppelt wird und auch der Stereoanlage nichts passiert. Der Vorteil wäre hier zum Beispiel dann, man könnte den Pegel über den Lautstärkeregler, auch den Klang noch ein bisschen beeinflussen, sodass man das an der Stereoanlage gar nicht machen muss. Das heißt, wenn man Filme hat, die unterschiedlich laut aufgespielt werden, hat man hier die Möglichkeit direkt, wenn man sitzt, hier das noch auszugleichen. Ansonsten müssen wir ja zur Stereoanlage gehen. Ja, und es geht dann auch direkt, also ich muss da nicht irgendein Gerät dazwischen schalten, damit es irgendwelche Frequenzen oder irgendwas, also das funktioniert schon, also man muss da nicht noch... Ja, diese kleinen Übertrager, das ist ja nichts weiter wie ein kleiner Transformator, der das elektrisch nur anpasst, vom Pegel her und von den Widerstandswerten, die ja unterschiedlich sind beim Projektor und bei der Stereoanlage, und dafür sorgt das kleine Gerät, das kostet zwischen 10 und 15 Euro. Also aber sowas ist schon sinnvoll, oder? Wenn man das über eine Stereoanlage machen möchte, dann auf keinen Fall direkt anschließen. Das führt meistens zur Zerstörung vom Gerät oder von der Stereoanlage. Aha. Also Vorsicht. Und dann haben wir auch noch so einen Fall, ich habe eine Filmprojektion, es läuft, aber die Spule quietscht wahnsinnig laut, wenn der Film sich drauf aufwickelt. Also der Film läuft so drauf und dann macht so quietsch, quietsch, quietsch. Was ist das? Das kennen wir ja alle, denke ich mal. In der Regel ist die Spule dann unwuchtig, die sitzt nicht richtig drauf. Das heißt, der Film kann dann praktisch nicht schön gleichmäßig aufgewickelt werden, sondern durch dieses Hin- und Herwackeln kommt der Film natürlich mit dem Spulenrand in Berührung und das führt natürlich danach zu diesem Quietschgeräusch. Also eigentlich immer darauf achten, dass man Spulen benutzt, die in Ordnung sind. Dann hat man nachher das Problem nicht mit dem Quietschen. Kann übrigens auch vorne passieren, wenn der Film aufgewickelt ist, und meistens sind es Kunststoffspulen. Und wenn sich Kunststoff halt verzieht im Laufe der Jahre, kann es halt dazu passieren. In seltenen Fällen gibt es Metallspulen. Da muss man halt auch aufpassen. Die haben halt eher die Eigenheit, dass sie leichter quietschen, halt, weil sie aus Metall sind. So, dann sind wir jetzt quasi mit einem perfekt vorbereiteten Gerät am Start und können mit der Filmprojektion loslegen, haben unseren Spaß. Ich hoffe, es war eine kleine Hilfe und hat euch auch Spaß gemacht zuzuschauen. Vielleicht war auch was Neues mit dabei, für mich auf alle Fälle. Mario, vielen herzlichen Dank für die Einführung in die Wartung von so einem Super 8 Projektor. Ja, gern. Und dass du dir Zeit genommen hast. Aber immer doch. Ja, und für euch, tschüss, bis demnächst auf Hoch 2.